Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Dimi Vezos und ich nehme euch mit auf meine Reise nach München zur diesjährigen High-End-Messe 2022. Die absolute High-End-Messe, die es schon seit über 40 Jahren gibt, mit Ausstellern, Journalisten und Besuchern, die aus aller Welt ihre Reise in Kauf nehmen, um hierher zu kommen. Ich habe mein ganzes Team zusammengetrommelt und wir haben wirklich keine Mühe gescheut, um euch das bestmögliche Erlebnis dieser weltbekannten Messe zu ermöglichen. Viel Spaß! Dieses Mal ist es anders und zugleich auch besonders. Die High-End-Messe, die normalerweise jedes Jahr im Mai stattfindet, ist aus den bekannten Pandemiegründen die letzten 2 Jahre ausgefallen. Diese Durststrecke mussten wir natürlich erstmal alle überleben. Und sorry, wenn ich das so sage, aber wir HiFi-Freaks schmachten dieser Messe natürlich hinterher. Es hat sich aber auch ein bisschen was verändert. Die Besuchertage wurden auf 2 Tage verkürzt. Vorher waren es 3 Besuchertage, was finde ich auch schon ein bisschen wenig war. Denn ich bin jetzt hier alle 4 Tage und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich trotzdem nicht alles schaffen werde. Ich bin teilweise manchmal überfordert, weil es gibt so viel, man weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Das ist krass. Denn erfahrungsgemäß, also ich kann euch sagen, das ist gerade ungefähr meine 8. Messe, die ich hier besuche auf der High-End. Und es war auch damals nimmer möglich, innerhalb von 3 Besuchertagen alle Hersteller zu besuchen. Dieses Mal zählen wir über 500 Aussteller mit ca. 1500 Marken, die hier ausstellen. Und inklusive der Journalisten werden ca. 21.500 Besucher erwartet. Was erwartet euch in diesem Video? Viele von euch werden es aus verschiedensten Gründen einfach nicht geschafft haben, hierher zu kommen. Sei es aus Zeitgründen oder sogar aus Vernunft, eben doch nicht unter so vielen Menschen zu geraten, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das kann ich alles absolut verstehen. Trotzdem bin ich mir sicher, wären viele von euch gerne hier gewesen, wenn die Umstände etwas anders wären. Und deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Ich marschiere jetzt durch diese Messe, nehme so viele Eindrücke wie möglich, völlig unvoreingenommen. Ein paar bekannte Marken, aber um ehrlich zu sein, interessieren mich auch sehr viele Marken, die nicht so bekannt sind, um euch auch mal was Neues zu zeigen. Und es wird sicherlich auch das ein oder andere Interview entstehen. Und darauf will ich hinaus. Also wenn ich jetzt noch verschiedene Interviews drehe, verschiedene Situationen aufnehme, dann werde ich die auch festhalten als einzelne Videos, die nach und nach auf diesem Kanal erscheinen werden. Neben diesen Gesamtbeitrag, den ihr jetzt aktuell seht. Ziel ist es für mich, dass ihr am Ende das Gefühl habt, wir waren gemeinsam hier gewesen. So, und jetzt lasse ich erstmal alles auf mich einwirken. Kommt mit! Über einen Monat später melde ich mich zurück aus der High-End. Und es ist schon interessant, seine eigenen Aufnahmen jetzt zu sehen. Ich erinnere mich ein bisschen zurück. War wirklich eine tolle Zeit. Man vergisst auch einiges mit der Zeit, muss ich sagen. Aber es waren auch sehr, sehr viele Eindrücke. Also von daher. Hier der Stand von ATR. Ganz prominent hat sich der Vertrieb hier aufgestellt. Ich habe das Gefühl, eine halbe Halle haben sie irgendwie eingenommen. Und es war wirklich ein sehr, sehr toller Stand. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben mit dem Aufbau oder der Präsentation der verschiedenen Marken, die sie vertreiben. Und an verschiedenen Stellen waren dann auch Mitarbeiter, die mit Klatsch und Tratsch, mit Rat und Tat zur Seite standen. Und ja, da eben sehr kompetent ausgeholfen haben.
Das Konzept war auch sehr auf Beratung und Service ausgelegt. Was ich grundsätzlich erstmal super finde. Was ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte oder vielleicht fürs nächste Jahr mir wünsche, dass noch eine Hörkabine da ist und man einfach nochmal Musik hören kann. Das konnte man dieses Jahr leider dort nicht. Ach ja, und da sieht man nochmal Helmut Thiele. Mit ihm habe ich auch noch ein Interview vor einiger Zeit gedreht. Habe ich auch schon hochgeladen, verlinke ich euch mal an der Stelle. Ich habe jetzt noch einen Tipp für euch, für einen bezahlbaren Plattenspieler. Der ist wirklich ziemlich gut von Project. Den haben sie nämlich zum 30-jährigen Jubiläum gebaut. Kommt mal her. Das ist der Debut Pro und wirklich bezahlbar, liegt bei 799 €. Und das ist einer der Plattenspieler, die ich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr gut getestet habe. Auch im Vergleich, sorry, gegen teurere Plattenspieler. Und ich finde, der braucht sich überhaupt nicht zu verstecken. Ja, ich muss mich an der Stelle korrigieren. Der liegt bei 750 €, nicht 799 €. Aber korrekt ist, dass das wirklich ein sehr gut verarbeiteter Plattenspieler ist für diesen Preis. Ich habe den auch gerade persönlich in Benutzung bei mir im Studio. Wirklich ein klasse Dreher. Vielleicht werde ich auch mal demnächst ein Video dazu machen. Ja, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, war eben Leute aus der Community zu treffen. Das waren tolle Gespräche, wir haben Eindrücke ausgetauscht. Alle, also zu 100% alle, haben mich wirklich supportet. Das fand ich richtig cool, haben mir nettes Feedback gegeben nach dem Motto, hey, mach unbedingt weiter. Das hat mich echt gepusht. Vielen Dank dafür. Und ja, vielen Dank auch an viele Leute, die vorbeigekommen sind zu den Ständen von THD und Inakustik, wo ich eben meine T-Shirts verteilt habe. Das war auch ziemlich cool. Ja, und das ist übrigens der Stand von THD, der sehr liebevoll gestaltet wurde, mit den Akustikmodulen von Protone. Und gespielt wurde dort die E2. Ich hatte auch die Möglichkeit, den CEO aus Japan kennenzulernen und den Europachef und habe auch die Möglichkeit wahrgenommen, mit den beiden ein Interview zu drehen. War auch sehr, sehr schön, war ein schönes Interview, habe ich auch schon bereits hochgeladen, verlinke ich euch auch mal kurz an der Stelle. Der Klang der E2-Lautsprecher war in diesem Raum auch besonders gut, habe ich von sehr, sehr vielen Seiten gehört. Ihr müsst euch vorstellen, nach der High-End haben mich richtig viele Nachrichten erreicht, also per Instagram, E-Mail und Facebook. Und ich würde nicht lügen, wenn ich sage 10 bis 12 Nachrichten, wo es darum ging, dem Sinn nach, Dimi, hey, ich war auch auf der High-End, habe mir die E2 angehört und die klingt echt genauso, wie du sie damals in deinem Video beschrieben hast. Also das hat schon was zu sagen. Und unabhängig davon, ob sich jetzt Leute dafür interessiert haben, sie zu kaufen, denn das sind jetzt auch keine günstigen Lautsprecher. Aber ich denke, THD hat sich mindestens ganz viel Lob eingeholt. Ebenfalls viel Lob hat sich auch Inakustik abgeholt. Und zwar nicht nur von mir, für dieses Soundclever-Konzept, wo sie mitgemacht haben. Das Soundclever-Konzept habt ihr vielleicht schon gehört. Da geht es darum, dass man eine Anlage präsentiert, die spielbereit ist, unterhalb der 5.000 €. Also wirklich für alles. Lautsprecher, Verstärker, Streamer und Kabel. Spielbereit. Und da hat eben Inakustik sowie andere Hersteller auch eben mitgemacht. Und das haben sie wirklich toll präsentiert. Wer mehr darüber erfahren möchte, mit Inakustik habe ich nämlich auch ein Interview gemacht, wo es dann um dieses Soundclever-Konzept geht und darüber hinaus, was Inakustik noch so alles präsentiert hat. Und wer sich das anschauen möchte, ich verlinke das Video an der Stelle. Ah ja, Avantgarde Akustik. Kurz Stopp, ein Statement von mir. Du warst auf der High-End und du hast folgende 3 Hersteller nicht besucht, dann warst du nicht auf der High-End. Nee, jetzt mal im Ernst.
Unabhängig davon, ob man diese 3 Hersteller mag oder nicht. Wenn man an diesen 3 Ständen vorbeiläuft, dann ist es für mich so, als wäre man einfach nicht da gewesen. Dann hat man echt was verpasst. Denn sie polarisieren so sehr in puncto Design, sind technisch wirklich hochinteressant und fortschrittlich. Und auch was die Präsentation betrifft, finde ich, geben sich diese 3 Hersteller immer besonders viel Mühe. Die Rede ist von Transrotor, MBL und Avantgarde Akustik. By the way, wo wir gerade bei Chord sind. Ich habe vor 2 Wochen ein Video gedreht bei Boris zu Hause. Wir haben sein HiFi-Setup abgefilmt, uns angehört und darüber gesprochen. Boris ist ein guter Kumpel von mir, mit ihm war ich auch auf der High-End gewesen. Und er nutzt zu Hause den Chord Qutest. Hat mir dann eben auch den Unterschied präsentiert, also sein HiFi-Setup mit dem Chord Qutest und einmal ohne. Und ich muss sagen, mein lieber Mann, du, echt cooles Teil. Also freut euch auf das Video. Ja, T&A. Sehr hochwertige Elektronik und Lautsprecher und auch sehr interessant, das Innenleben zu sehen. Aber um ehrlich zu sein, als ich den Raum betreten habe, wisst ihr, was mein erster Gedanke war? Mein erster Gedanke war, euer Ernst, T&A? Genauso wie die letzten 8 Jahre zuvor? Also ich will damit ausdrücken, dass es einfach genauso wie immer aussah. Nur, dass da eben neue Produkte präsentiert wurden. Ich fand es ein bisschen langweilig, so von der Präsentation her, muss ich sagen. Sorry, dass ich den Satz jetzt nicht für mich behalten konnte. Es war einfach mein erster Gedanke. Und es ist schade, weil die Produkte sind es eigentlich wert, dass man sich mal was Neues, Pfiffiges überlegt für seinen Messestand. Ich hoffe, das nimmt sich T&A vielleicht mal einfach als konstruktive Kritik. Vielleicht bin ich auch alleine mit meiner Meinung.
Ich war jedenfalls nicht geflasht, obwohl die Produkte und die perfekte Verarbeitungsqualität durchaus beeindruckend sind. Habt ihr das gesehen? Bitte nicht berühren, steht da. Und was mache ich? Berühre einfach mal. Ja, nur gucken, nicht anfassen geht praktisch gar nicht bei den Marken, die Audioreferenz präsentiert. Also ich war dort auf der Pressekonferenz und bei so viel Design weiß man echt nicht, wo man schauen soll. Richtig cool. Schaut euch mal diese Detailverliebtheit bei Wilson Audio an. Wahnsinn. Sehr aufwendig hergestellte Lautsprecher, echt. Das war schon beeindruckend. Präsentiert wurde da unter anderem auch Perlisten Audio, eine neue Marke, die sie aufgenommen haben und die jetzt in Europa Platz gefunden hat. Dürfte noch relativ unbekannt sein. Perlisten ist aber sehr interessant, klingt auch sehr gut. Ich habe sie schon mal gehört, circa vor einem Jahr. Und damals waren sie noch auf der Suche nach dem richtigen oder passenden deutschen Vertrieb. Linn war für mich eine etwas andere Erfahrung dieses Jahr, da ich diese Erfahrung zusammen mit Alan Parsons in Verbindung setze. Ihr seht uns gerade mit mehreren Menschen und kurze Zeit später mussten dann tatsächlich alle raus, weil Alan sich privat eine Vorführung gewünscht hat von Linn. Und wir hatten das Glück und durften einfach mal drin bleiben. Das ist richtig cool. Einer meiner Kameraleute, der fand das ziemlich cool, ist auch Fan, also er war ziemlich starstruck, würde ich sagen. Für ihn war das echt ein Mega-Erlebnis. Und ja, als wir raus waren, sagte er nur, ey, das war einfach mal Alan Parsons. Alan Parsons ist übrigens das diesjährige Gesicht der High-End gewesen. Ein Musiker und Toningenieur, der zum Beispiel auch bei dem Abbey Road Album von den Beatles mitgewirkt hat. Also hohe Prominenz im Haus. Kurz zu Linn. Linn hat ein komplettes Inhouse-Setup gezeigt, also von Plattenspieler, Lautsprecher, Amp zu Streamer. Die können alles aus einer Hand liefern, wenn man es so sagen will. Ich habe mich mit Linn noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Aber sie haben definitiv meine Neugier geweckt, vor allem die Streamer, die sie führen, auch wenn sie eigentlich bekannter für ihre Plattenspieler sind. Diese Pressekonferenz von Audiophysic habe ich leider verpasst. Dort war eben Alan auch gewesen und hat seine Unterschrift auf den neuen Audiophysic-Lautsprechern verewigt. Albedo.
eines meiner Highlights dieses Jahr. Wirklich sehr interessant, sehr schönes Design, italienischer Hersteller. Und klanglich haben die mich auch wirklich sehr abgeholt. Den Kontakt zum deutschen Vertrieb habe ich schon hergestellt und da werde ich sicherlich mal die Möglichkeit haben, die auch in meinem Studio zu testen. Ralf P. aus unserer Community hat eine Frage an Audio Vector und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt direkt hin und dann stelle ich die Frage persönlich und dann soll jemand von Audio Vector das beantworten. Die Frage ist, die QR7 von Audio Vector und die R3 Avantgarde. Kleiner Versprecher, ich meinte die Signature, nicht die Avantgarde. Haben denselben Preis oder ist dieselbe Preisrange. Warum sollte man sich für welches Modell entscheiden? Und das werden wir jetzt mal fragen. Das ist der dritte Tag heute und ich realisiere, dass ich noch so viel nicht gesehen habe. Man schafft es einfach nicht. Es ist so viel. Das ist übrigens die Audio Vector QR7, die sie dort gespielt haben. Und die klingt für ihren Preis mal gigantisch gut. Also für 5.700 € das Paar bekommt man da einen Lautsprecher, der sehr lebendig klingt und eben problemlos große Räume raumfüllend beschallen kann. Hey, I'm a YouTuber for the German market and one of my community has a question about the QR7 and the R3 Signature. Yes. He says it's the same price range and his question is, why should I choose the QR7 or the other model? Perfect, thank you. It's a very good question. I would like to answer it. We have two different series from Audio Vector. The QR series is our entry-level series. It's still a series that we build in Denmark. The R-Series is our more high-end series. Yeah. These two speakers have the exact same retail price, but we don't think that they will cannibalize on each other because it's completely different speakers. The R3 is more refined. It has drivers that are hand-built in Denmark. The QR7 is a way much more bigger speaker. Yeah. So if the customer is more into high-end, I would go for the R3 Signature. Maybe he has also a little bit smaller room. Yeah. And if I have a really big room and I just like to enjoy music and I want the best possible quality for the money I'm spending, yeah, I would go for the QR7. Okay, yeah. Thank you very much. Thank you for coming. Bye bye. Bye. Ralf, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich höre dein Feedback. Magico kannte ich bisher nur aus den Instagram-Bildern. Ich finde sie optisch sehr, sehr ansprechend und deshalb wollte ich die unbedingt auch auf der High-End hören. Klanglich war es schön, ob der Preis gerechtfertigt ist, kann ich schwer beurteilen. Unter Messebedingungen würde ich sagen, habe ich andere Lautsprecher gehört, von denen ich mehr angetan war. Trotzdem bin ich aber nach wie vor sehr interessiert. Ich würde gerne Magico unter anderen Bedingungen, vielleicht hier bei mir im Studio nochmal hören. Denn man muss auch fairer halber sagen, unter Messebedingungen ist es für viele, vor allem High-End-Hersteller, schwierig, ihre Produkte in Szene zu setzen. Zum Thema Akustik. Ich habe bewusst ja auf die High-End gewartet, um mich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Schön, dass es einige Stände gab, wo es nur um dieses Thema geht, sodass man sich informieren konnte. Und dass so viele Hersteller sich auch die Mühe gemacht haben oder Mühe gegeben haben, ihre Räume entsprechend auszustatten. Unter Messebedingungen muss man nämlich auch ganz ehrlich sagen, dass vieles einfach schlecht klang teilweise. Doch. Sowas vermutlich sogar zu Hause dann viel besser geklungen hätte. Insofern war die Messe für mich ein Mehrwert in Bezug auf dieses Thema. Und ich habe mit vielen Fachleuten gesprochen und habe auch für mich etwas gefunden, was zu mir passt. Und das werde ich demnächst auch bei mir dann auch umsetzen.
Auf meinem Kanal werde ich dann dementsprechend auch berichten und werde auch zusehen, dass das Ganze auch gefilmt wird, denn das könnte auch für euch interessant sein. Wie fand ich die Messe? Fazit. Also es hat mega viel Spaß gemacht, aber es war auch super anstrengend. Kein Scherz. Also mir haben auch Leute gesagt, die nur einen Tag dort waren, dass sie danach froh waren, wenn sie ihre Beine wieder hochlegen konnten. Aber Highlights für mich waren Sonoro, Moon und Audio Vector im bezahlbaren HiFi-Bereich. Bei Sonoro und Moon habe ich auch ein extra Interview gedreht. Und die Links setze ich auch hier oben nochmal ein, dann könnt ihr euch die Interviews auch gerne anschauen. Im High-End-Bereich war es Albedo, der mich tatsächlich begeistert hat. Und ganz kurz am Anfang meines Videos habt ihr auch Borison gesehen. Habe ich jetzt erstmal nichts zu gesagt, aber Borison war ziemlich krass. Mein Kumpel Pauli, der mich auch auf der High-End begleitet hat, und mit dem habe ich sogar auch schon mal ein Video gedreht. Wir waren beide bei Borison Audio drin und als wir dann raus waren, haben wir beide nur den hier gemacht. Das ist der Ausdruck, der eben besagt, das war ja mal verdammt gut. Ich habe noch nie so krass gute Kompaktlautsprecher gehört und zu dem Zeitpunkt hatte ich Borison Audio noch gar nicht so auf dem Schirm, wusste auch gar nicht, was dieses spezielle Pärchen kostet. Das waren die M1 meines Erachtens. Und ja, danach habe ich erst erfahren, wie teuer die sind, dass sie nämlich jenseits von Gut und Böse irgendwie an die 100.000 kosten. Völlig irre. Das ist nicht normal für Kompaktlautsprecher, vermutlich sogar ohne Hochtöner. Den kann man dann optional kaufen. Nee, Scherz. Naja, aber unabhängig davon, wie irre das ist, muss ich doch leider zugeben, das war schon das krasseste Erlebnis. Ansonsten habe ich auch jede Menge High-End gehört, was noch viel teurer war,
gefühlt Lautsprecher so groß wie Hamburgs tanzende Türme an der Reeperbahn und es klang schrecklich. Also man erlebt wirklich alles. Dennoch muss man noch sagen oder bedenken, dass es immer noch Messestände sind. Insofern, habt ihr euch für etwas interessiert, also wart ihr auf der High-End und habt euch für etwas interessiert und es klang irgendwie nicht ganz so gut, würde ich euch ans Herz legen, das Ganze nicht ganz aufzugeben. Kontaktiert euren nächsten Händler und gebt dem Produkt nochmal eine Chance. Und hört euch das vernünftig bei eurem Händler nochmal an. Neben den ganzen Herstellern und Produkten war das Austauschen mit den Leuten für mich sogar noch viel, viel schöner. Es war echt schön, mit Gleichgesinnten zu sprechen und zu sehen, wie viele Menschen und vor allem auch jüngere Menschen noch Lust auf HiFi haben. Das war nun jetzt nicht meine erste Messe, aber das erste Mal, dass ich einen solch aufwendigen Beitrag für eine Messe mache. Insofern freue ich mich auch schon jetzt auf das nächste Jahr mit noch besserer Vorbereitung und hoffentlich noch mehr Abonnenten, die sich auf dieses Video freuen. Wenn du also noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Vielen Dank auch an mein ganzes Team, das mich auf diese Tour begleitet hat. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch abends hatten wir eine tolle Zeit, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Wart ihr auch auf der High-End? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mal rein, wie waren eure Eindrücke? Wart ihr nicht dort? Dann, ja, wie hat euch mein Beitrag gefallen? Habt ihr jetzt auch Lust bekommen, nächstes Jahr hinzufahren? Oder lässt euch mein Beitrag kalt? Habt ihr Ideen oder Wünsche, die ich vielleicht beim nächsten Mal umsetzen kann? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten hier noch ein Ausblick, was demnächst auf meinem Kanal erscheinen wird. Wir haben wirklich ganz tolle Videos gedreht, beim Kunden zu Hause, wir haben Händlervideos gedreht, wir haben ein Video über ein Event gemacht mit dem Vinylbus. Wer nicht weiß, was das ist, ruhig mal googeln, sehr, sehr interessant. Ramin, was hatten wir noch gemacht? Da fehlt noch Aussounds, glaube ich. Aussounds. Sehr interessant, ein Videoprojekt mit Künstlern, was ich gestartet habe, wo es um Kopfhörer geht. Darauf könnt ihr euch auch sehr freuen, sehr, sehr cooles Video. Und ja, hinter mir seht ihr auch die Cabas, Le Ancien. Ganz krasse Lautsprecher, also Reviews werden auch kommen. Ihr könnt euch darauf freuen. Hinterlasst ein Like und ein Abo, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Das passt, oder? Das fand ich voll gut. Ja. Du kannst für die Zukunft vielleicht ein Gerne noch hinzufügen. Hinterlass gerne ein Like oder so. Mhm. Sonst ist es so ein bisschen, hinterlass ein Like. So. Sofort.